Der Welt-Newsroom, willkommen zurück. 6 CDU-Mitglieder aus Sachsen fordern Gespräche mit der AfD. In einem offenen Brief fordern 3 ehemalige Landräte, 2 ehemalige Minister und eine ehemalige Abgeordnete die eigene Partei auf, für eine mögliche Koalition eben auch Gespräche mit der AfD zu führen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer lehnt jede Zusammenarbeit ab. Nach einem Parteitagsbeschluss gilt auch, die CDU arbeitet auf keiner Ebene mit der AfD zusammen. Und darüber möchte ich sprechen mit einem der Unterzeichner dieses offenen Briefes, nämlich Gerhard Gey, ehemaliger Landrat im Landkreis Leipzig. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Schönen guten Morgen, Frau Ohm, und herzliche Grüße aus Grimma. Warum interessiert Sie der Parteitagsbeschluss nicht, in dem es ganz klar heißt, nichts machen zusammen mit der AfD? Also ich möchte zunächst voranstellen, dass wir keine AfD-Versteher sind in dem Sinne, sondern dass es uns einzig und allein um unser Land geht, um die Entwicklung in Sachsen. Und wir haben das aus einer Sorge heraus getan, weil wir feststellen, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet und dass die Menschen sich von der Politik abwenden. Uns ist natürlich bewusst, dass es einen solchen Beschluss gibt und dass auch Aussagen vor der Wahl getroffen wurden. Allerdings trifft man derartige Aussagen immer erst dann oder nur dann, wenn man sich auch einigermaßen sicher sein kann, dass es nach der Wahl eine Konstellation für eine vernünftige Regierung geben kann. Dazu sieht es aber in Sachsen zurzeit nicht aus, denn die Gespräche mit BSW und SPD laufen offenbar relativ schwierig. Und auf der anderen Seite nutzt man eine Möglichkeit nicht. Man schließt von vornherein aus, ein Gespräch mit einer 30% Partei zu führen. Und das verstehen die Menschen in Sachsen nicht. Und deshalb haben wir diesen Brief geschrieben. Herr Gey, wenn Sie auf die reinen Inhalte schauen, auf Parteiprogramme, wo sehen Sie denn da die Schnittmengen, wo Sie sagen, das sind aber Dinge, die wir als CDU mit der AfD tatsächlich bewältigen könnten, besser als eben zum Beispiel mit dem BSW oder mit der SPD? Soweit sind wir noch gar nicht gegangen. Dieser Vergleich hat bisher ja gar nicht in dem Maße stattgefunden. Auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD lässt zu wünschen übrig. Ich erinnere nur daran, wenn AfD-Vertreter in Talkshows auftreten und mehreren Partnern gegenüber sitzen, dann kommen diese kaum zu Wort und es findet kaum eine inhaltliche Auseinandersetzung statt. Und wir möchten, dass es diese inhaltliche Auseinandersetzung gibt. Und wenn dabei herauskommt ein negatives Ergebnis, dann ist das auch ein Ergebnis. Aber die Menschen wollen, dass nicht von vornherein diese Möglichkeit ausgegrenzt wird. Der Begriff Ausgrenzung hat einen ganz bitteren Beigeschmack, zumindest für die Menschen, die die DDR erlebt haben. In der DDR gab es Ausgrenzungen in Größenordnungen, ganz auf unterschiedliche Weise. Christen beispielsweise, die eben nicht an der Jugendweihe teilnahmen, die hatten dann Nachteile bei der Berufswahl beziehungsweise kamen eben nicht auf das Gymnasium. Oder in den Betrieben gab es die Kollegen und die Genossen. Die Genossen hatten dann bessere Aufstiegschancen und so weiter. Und Herr Gey, darf ich ganz schnell dazwischen gehen? Die DDR ist seit über 30 Jahren nicht mehr existent. Wir haben eine komplett neue Generation mittlerweile. Sie haben völlig recht, aber dieses Trauma steht immer noch im Hintergrund, ist zumindest ein Beleg dafür, dass man für Ausgrenzungen kein Verständnis hat. Man kann das auch noch anders begründen, die Zeit ist jetzt nicht dafür gegeben. Ich will ja nur ausdrücken, dass der Begriff Ausgrenzung negativ besetzt ist und auch nicht gewollt ist. Und auch der Begriff Mauer ruft ja gewisse Erinnerungen hervor, die eben auch negativ zu sehen sind. Und deshalb ist es ganz einfach so, dass wir mehr Offenheit befordern und eben zumindest ein Gespräch wünschen. Und wie dieses Gespräch ausgeht, zu welchem Ergebnis man kommt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und man hat aber auf diesem Wege zumindest die Möglichkeit, einmal diesen Versuch gemacht zu haben und die Möglichkeit erfasst haben für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD.
Sie haben diesen offenen Brief mit den anderen 5 Unterzeichnern begonnen mit den Worten: Wir haben Sorge um unser Land, Hass und Hetze nehmen zu. Es gibt hier durchaus auch viele Menschen in diesem Land, die sehen als Ursprung für Hass und Hetze gerade die AfD und Teile ihrer Politik. Das mag sein, dass viele Menschen auch so denken, aber ich denke, wir müssen unseren Blickwinkel etwas erweitern. Das allein ist nicht die Ursache, kann auch nicht die Ursache sein. Auf jeden Fall stellen wir das ja fest, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet, dass eine Spaltung der Gesellschaft gegeben ist und dass man sich von der Politik abwendet. Und das muss uns zu denken geben und das muss auch mal analysiert werden, woran das liegt. Es kann nicht alles nur der AfD zugeordnet werden. Ich glaube, viele müssen da auch vor der eigenen Haustür kehren. Herr May, Sie sind, wenn ich es richtig gelesen habe, seit 9 Jahren nicht mehr Landrat. Wären Sie heute noch richtig politisch aktiv? Wären Sie es noch immer bei der CDU oder eher bei der AfD? Ich bin nach wie vor bei der CDU und habe ja jetzt auch mit meinen Freunden die Gelegenheit genutzt, um über die CDU ein Signal zu setzen. Das heißt, wir möchten mehr Offenheit, mehr Auseinandersetzung, mehr inhaltliche Auseinandersetzung. Und wir möchten nicht, dass potenzielle Möglichkeiten außen vor gelassen werden. Es geht ja darum, dass eine 30%-Partei von vornherein ausgegrenzt wird. Und gegen diese Ausgrenzung sind wir. Man sollte zumindest den Versuch starten. Und wie gesagt, was am Ende dabei rauskommt, das Ergebnis, auch wenn es ein negatives Ergebnis ist, das überzeugt aber auch die Wähler, dass man zumindest den Versuch einmal gestartet hat. Herr Gey, ich bedanke mich für das Interview. Schönen Tag noch nach Grimma.